Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf F9 und das soll heute auch schon das Thema sein. Ja, F9, hier befindet sich ja auch mein Main, wie vielleicht der ein oder andere weiß. Und es ging gestern in der Shakes and Fidget Taverne wieder sehr heiß her. Es wurden sehr viele Nachrichten zu dem Thema F9 ausgetauscht und ja, das ist für mich Grund genug, um dieses wichtige Thema auch in diesem Video erneut aufzufassen, da ich ja selbst auch F9er bin und von dem Thema ja direkt betroffen bin quasi, ja, will ich dann natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und hatte das ja auch in der Vergangenheit öfter schon mal gemacht. Und zwar geht es halt eben darum, dass vielleicht ja der ein oder andere von euch weiß, dass F9 ja der offizielle Testserver ist, sozusagen. Dafür kriegen wir ja auch die großartige Belohnung, dass wir 30 Pilze pro Monat als Entschädigung bekommen, dafür, dass wir hier halt die Updates sozusagen live testen dürfen und die Fehler und Bugs, die halt eben auftauchen, einen Tag vorher schon, ja, genießen dürfen sozusagen. Wir sind quasi sozusagen Live-Test-Personen, obwohl auf dem Server hier alles natürlich, das sind natürlich alles reelle Spieler, zahlende Kunden, die sich das Ganze natürlich nicht ausgesucht haben, auf einen Testserver zu spielen, die halt eben alle Updates einen Tag vorher genießen dürfen. So, ne? Und ja, das Ganze birgt ein paar Vorteile, aber es birgt vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Nachteile. Die Vorteile sind wirklich ja, von der Hand abzulesen, sag ich mal. Wir bekommen die Updates einen Tag früher. Ja, das war es aber auch schon. Ich kann meinen Content hier einen Tag früher präsentieren. Ich kann euch zum Beispiel zeigen, was die beste Spielmethode ist, damit ihr Fehler zum Beispiel vermeiden könnt, wenn das auf euren Server einen Tag später online kommt, das Feature. Für mich als Content Creator ist das gar nicht mal so verkehrt. Allerdings birgt das natürlich auch sehr viele Nachteile. Wie gesagt, wir dürfen die ganzen Bugs, Fehler und sowas ausbaden. Und es kommt selten mal vor, dass man dafür dann halt eben auch die dementsprechende Entschädigung bekommt, sag ich mal. Es ist in der Vergangenheit schon oftmals passiert, dass F9 und damals noch S31, weil das ist ja der Server, der vorher der Testserver gewesen ist, wo ich auch schon drauf gespielt hatte, wie ihr sehen könnt, hatte das noch härter getroffen damals, weil da schon das Ganze geschehen ist, dass das zum Testserver ja aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ernannt worden ist. Und dann halt eben dieser Server damals auch schon abgeschnitten war von der Konkurrenz. Ja, ich nenne nur mal das Thema Goldgruben-Bug-Abuse. Das konnten alle auf allen Servern machen, außer halt eben S31 damals. Und da gingen mir bestimmt zu dem Zeitraum 50.000 Base-Stats oder so durch die Lappen im Vergleich zu anderen Spielern, die das natürlich aktiv nutzen konnten über ein halbes Jahr bis Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange genau das ging. Auf jeden Fall schon eine sehr krasse Zeit und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo halt eben dieser Testserver benachteiligt ist und es zu Wettbewerbsverzerrung kommt gegenüber anderen Servern natürlich, ne? Und da sind die Spieler auf dem Server natürlich auch sehr erzürnt drüber. Ja? Man hat auch jetzt zum Beispiel beim World Boss gesehen, dass natürlich die Aktivität auch sich eher in Grenzen hielt. Und wir haben zwar 700 bis 800 Spieler auf jeder Etage circa gehabt, was für so einen alten Server, sag ich mal, noch relativ durchschnittlich ist. Also wenn man mal andere Server so vergleicht, die zum Beispiel F8 oder so, ja, da waren, glaube ich, die Spieleranzahl war da ungefähr gleich. Nur muss man halt jetzt noch mit beachten, dass jetzt seit neuestem sehr, sehr viele Spieler auf F9 halt eben joinen, um halt eben einen Tag vorher die Updates zu testen. Die erstellen sich Test-Accounts und ja, machen das halt eben
keine Ahnung, um teilweise auch Content zu haben, vielleicht, also es gibt ja auch mittlerweile viele CCs, die sich auf F9, hier auf den Server, auf den ich halt mein Main habe und viele andere halt eben auch, sich hier einfach nur so einen Test-Account auf den Testserver machen, um halt eben die Updates zu testen, ja, aber die spielen hier nicht dauerhaft drauf. So, und das verfälscht so ein bisschen auch die Spieleranzahl, die hier aktiv beteiligt ist, ne? Wäre das nicht der Fall, wären hier, glaube ich, auch deutlich weniger Leute, die zum Beispiel bei dem World Boss teilgenommen haben. Und dahingehend ja, ist F9 schon sehr, sehr inaktiv, kann man sagen. Ja, was uns jetzt zum Thema bringt. Und zwar war gestern das Thema in der Taverne gewesen, Fusion 9 mit anderen Servern in Zukunft zusammen fusionieren. Ja, nein, vielleicht. Wie sieht's aus? Da gab es seit langer Zeit mal wieder ein etwas klareres Statement dazu. Viele haben sich das zum Beispiel auch schon im Stream mit Thorsten gewünscht, Ende des Jahres oder also letztes Jahr, dass da so ein bisschen Statement zukommt, beziehungsweise dass da was zu gesagt wird, weil das auch im Chat sehr präsent war, aber halt eben, ja, das leider nicht wirklich behandelt worden ist, das Thema. Deswegen kam es gestern zu ja, weiteren Informationen zur Fusion mit F9, also weitere Fusion, ne, weil der Server sehr inaktiv ist. Das Problem, was hierbei herrscht, wenn Fusion 9 fusioniert wird mit anderen Welten, dann gibt es den Nachteil, weil das Ding ist, keiner möchte mit Fusion 9 fusioniert werden. Die umliegenden Server, die deutschen Server, möchten nicht mit Fusion 9 fusioniert werden. Und das ist auch natürlich zum Nachteil erstmal für die Spieler und zweitens auch für Player, weil dann ist auch die Kacke noch mehr am Dampfen, weil dann gibt es nicht nur Welt 25 bis Welt 27.de, die sich darüber beschweren, sondern dann kommt vielleicht noch Welt 5 bis 12.de dazu. Und dann kommt vielleicht noch, keine Ahnung, Fusion 17 noch dazu, wenn die jetzt hier alle zusammen kommen sollten. Ja? Und das erhöht natürlich den Druck auch auf Player, dass halt eben ja, es mehr frustrierte Spieler gibt, die halt eben zum Testobjekt werden, obwohl sie sich das nicht ausgesucht haben. So, ne? Deswegen, wenn man Fusion 9 mit anderen Welten fusioniert, dann ist das eine nicht sehr gute Situation für Player als auch für die Spieler. Für Fusion 9 selbst ist das natürlich eine gute Situation, weil die wollen natürlich fusioniert werden. F9 möchte fusioniert werden, weil der Server sonst tot ist. So, würde man sich jetzt dagegen entscheiden, dass man sagt, okay, wir fusionieren jetzt, keine Ahnung, Fusion 8 und lassen Fusion 9 aus und nehmen noch Fusion 11 mit dazu und nehmen noch Fusion 17 mit dazu. Die werden zu dem nächsten Mega-Server, aber Fusion 9 bleibt für sich bestehen, weil sie halt eben dieses Risiko nicht eingehen wollen. Dann ist dieser Server dem Untergang geweiht, weil er dann relativ safe noch mehr Langzeitspieler verlieren wird, die halt eben hier so sehr drauf gehofft haben, dass sie eventuell mit anderen Spielern von anderen Welten auch fusioniert werden und das wäre quasi so ein, ja, ich denke mal, das wäre so ein finaler Schlag, so ein finaler Stich in den Rücken nochmal, wo man sagen könnte, okay, jetzt ist der Server wirklich dem Untergang geweiht. So, klar wird es immer noch hier aktive Spieler drauf geben. Klar werde ich auch noch weiter spielen, das ist ganz klar. Ne? Also ich werde jetzt hier nicht aufhören wie ein bockiges Kind und sagen, entweder ihr fusioniert jetzt Fusion 9 oder ich höre jetzt auf zu spielen. Sind wir mal realistisch, das mache ich nicht. Ja? Allerdings wird es viele Spieler geben, die dann die Schnauze voll haben hier von F9, das höre ich aus erster Quelle. Weil ich auch sehr viel Kontakt habe hier zu den Leuten, die hier auch spielen, teils. Und ja, das würde die natürlich sehr abfucken. So, deswegen, wie man es macht, ist es eine schwierige Situation. Jetzt kam es gestern in der Taverne dazu, zu einer hitzigen Diskussion. Und da möchte ich euch ein paar Screenshots zeigen, die so ein bisschen, sag ich mal, den O-Ton verläuten lassen, was momentan eigentlich gerade so mit F9 abgeht, ob Player das überhaupt auf dem Schirm hat, weil viele fühlen sich auch nicht gehört und so, ne? Das ist natürlich immer ein sehr schwieriges Unterfangen. Und da wurde gestern geschrieben, das F9-Problem ist uns super schmerzlich bewusst.
Leider ist das wie so vieles etwas, mit dem wir aktuell leben müssen. Es wurde irgendwann mal eine Entscheidung auf sehr beschissene Art und Weise getroffen, über die ihr heute noch, in Klammern zu Recht, angepisst seid. Also wirklich auch sehr deutlich getroffen hier von dem Playa Patrick. Also Grüße gehen raus an der Stelle, sehr korrekter Dude. Von Leuten, die heute nicht mehr mit dieser Entscheidung leben müssen. Es ist das Ähnliche wie, ich glaube, das war damals auch mit dem Arena Manager gewesen, dass damals andere Leute bei Playa Games gearbeitet haben und angestellt waren oder teilweise auch die Leitung hatten, vor Thorsten noch, bevor er die alleinige Leitung übernommen hatten. Die haben sehr viele beschissene Sachen, teils mit diesem und mit dem Spiel rausgebracht, um halt schnelle Welle zu machen, nicht langfristig überlegt und haben halt eben sehr viele Entscheidungen getätigt, die jetzt halt eben das neue Team ausbaden muss, sozusagen. Also ja, es ist nicht wirklich so ein Rausgerede hier, es ist wirklich so. Ja, das hatte ich auch schon aus erster Quelle gehört. Wir können aber nicht einfach aufhören, einen Frühwarnserver zu haben, weil wir jedes Mal irgendwelche doofen Config-Sachen oder ähnliche nicht abfangbare Probleme finden durch F9. Und wir sind jetzt leider auch nicht genug Leute, um einfach unsere Patches 2 Monate früher auf einem permanenten freiwilligen Server zur Verfügung zu stellen. Also es ist ja so, wir kriegen das ja auch mit auf F9 und ich reporte da ja auch die eine oder andere Sache dann mal, dass es halt wirklich so ist, dass halt viele Sachen schon vorab geregelt werden auf F9, damit ihr, also ich sag mal jetzt in Klammern alle anderen Server, nicht mit diesen Problemen leben müsst, die halt eben auf F9 stattfinden. So, ne? Da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, weil das meiste schon den Tag davor abgefangen wird, wie er das hier auch geschrieben hat. So, ne? Aber natürlich möchten die Leute, die zahlenden Kunden, die echt Geld dafür ausgeben, nicht als Test-Dummies sozusagen auf dem Server gelten. Und dem sind sich die Mitarbeiter bei Playa auch wirklich bewusst. Es ist halt einfach die Sache, wie setzt man das Ganze um? Und Cäsar hatte hier einen guten Punkt, den möchte ich euch auch einmal nicht vorenthalten hier. Meine Idee wäre ja, einen neuen Server zu releasen, der dann halt einfach dauerhaft Pilze 20% günstiger anbietet. Damit haben sicherlich viele genug Motivation, die Dinge in Kauf zu nehmen. Die 30 Pilze momentan interessiert die zahlende Kundschaft halt nicht. Da hat er wirklich recht. Also die 30 Pilze, gut gemeint, aber das hilft den Leuten wirklich nicht weiter. Ich hatte mal ein Video gemacht, dass wer Free-to-Play spielt, kann gerne F9 sich überlegen. Das ist halt so, als ob man einen Pilz daily umsonst bekommt halt, ne? Aber ja, man muss halt wirklich mit den Konsequenzen leben und genau, das ist halt eben so das Ding. Und ich finde seine Idee gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt einen neuen Server, lass es, keine Ahnung, also irgendein random Server, es muss jetzt kein großer sein, kein EU 50, 40, 30 oder so, sondern sagen wir beispielsweise EU 37, ja, dass wir sagen, okay, vorab tatsächlich, dass man eine Rundmail macht, vorab, EU 37 wird jetzt der neue Testserver werden. Wer da drauf spielt, muss damit leben, dass die Personen teils als Testobjekte genommen werden und dass es halt eben zu Fehlern kommen kann, damit halt Updates, die eventuell durch dieses alte Spiel, wo relativ häufig irgendwelche Bugs auftreten, dass dieser Server das dann abfangen kann, damit die sozusagen einen Live-Test-Server haben. Weil das Problem ist, weil es werden bestimmt auch viele vorschlagen, das Problem ist, warum macht man nicht einfach einen Test-Server mit, wie damals der Beta-Server oder so, mit nicht echten Spielern, das geht leider nicht, weil man dort halt eben nicht dieselben Daten erheben kann, wie mit echten Spielern so. Also man kann nicht einfach nur irgendwie einen Server erheben, wo nur Bots drauf sind. Das geht leider nicht. Da kann man Dinge halt nicht testen, einfach so. Man stellt sich das immer so einfach vor, aber es ist nicht wirklich so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und ich finde das
tatsächlich mit den 20% Pilzen finde ich noch sogar ein bisschen untertrieben, weil das bietet zwar einen Anreiz, aber es ist nicht wirklich etwas, was sich davon abhebt. Ich persönlich würde sogar sagen, dass man dauerhaft 25% auf diesen Server anbietet, in Tausch dafür, dass sie halt eben mit diesen Konsequenzen halt eben leben müssen, weil 20%, sind wir ehrlich, das holen sich alle anderen Spieler auf allen anderen Welten jedes zweite Wochenende, weil jedes zweite Wochenende 20% Aktion ist. Das hebt meiner Meinung nach nicht wirklich den Server von anderen Servern ab, weil das kann man auf anderen Servern genauso. Deswegen 25% Aktion, das haben wir nur zweimal pro Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und das haben die anderen Server halt eben nicht. Und wenn man das dauerhaft hinzufügen würde für EU37, ich glaube, dann würden da Leute auch drauf spielen. Und das würde trotzdem auch nicht den Wettbewerb so zu krass verzerren, sag ich mal, weil es halt eben 5% sind. Es macht jetzt nicht den Kohl fett, sag ich mal. Und man hätte dann einen neuen Server mit neuen Leuten drauf, die halt eben, auch wirklich dann Geld bezahlen und halt eben auch aktiv die neuen Sachen testen. So würde man F9 entlasten. Man kann F9 mit anderen Servern dadurch wieder fusionieren und man würde keine Langzeitspieler auf dem Server halt eben verlieren. Und eventuell, wenn man jetzt Fusion 9 mit anderen fusionieren würde, also den Testserver, würde man wahrscheinlich nicht nur von F9-Spieler man würde dann F9 würde man dann gut tun, aber andere Spieler von anderen Welten würden sich dann vielleicht abgefuckt fühlen und wenn da 3, 4 Fusionsserver mit zahlreichen Unterservern fusioniert werden, dann könnte es schon dazu kommen, dass wirklich sehr viele Late-Game-Spieler auch das Game quitten und das würde ich wirklich nicht haben wollen, weil die Late-Game-Spieler sind wirklich die Stütze für Shakes and Fidget. Das ist die Player-Base, die Grundfesten, sag ich mal, stützt, die Säulen sozusagen, die immer da sind, so, und die Server-Starter, das sind quasi nur die Spikes, die Peaks, ja, die Hochzeiten so, Server-Start, aber da gehen ja auch massig Leute wieder. Ja, es bleibt ja immer eine feste Player-Base und die sollte man wirklich nicht verärgern, meiner Meinung nach, ne? Zum Schluss wurde hier noch gesagt, ist ja nicht so, dass es gar keine Option gibt. Cäsar hatte ja gerade sogar eine gute Idee. Die werde ich auch mitpushen, sobald Niklas sie anbringt. Aber das bedarf dann wieder recht viel Arbeit und könnte dauern. Es gibt ja leider sehr viele Baustellen. Ja, und das wurde auch so aufgefasst. Niklas hatte auch gestern 5, 6 Mal erwähnt, dass er das Ganze hier mit aufnimmt, weiterleitet, als Gespräch anbringt. Hatten wir aber auch schon oft gehabt. Deswegen, aber das wäre mal wirklich ein Ding, wo ich sagen würde, okay, ich glaube, wenn man Spieler vorab informiert, das wird jetzt der Testserver, wenn ihr da trotzdem drauf spielt, seid ihr halt selbst schuld, weil dann haben sich die Spieler das nämlich selbst ausgesucht. Die F9-Spieler, die haben sich das nämlich nicht selbst ausgesucht, hier die Testobjekte zu sein. Und das verärgert natürlich auch die Leute und drückt so natürlich auch ein bisschen die Stimmung hier auf dem Server, ne? Das muss man ganz klar dazu sagen. Deswegen, also schreibt mir da sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr vielleicht noch bessere Vorschläge, wie man diese F9-Bredouille lösen kann? Auf jeden Fall ist es ein ernstzunehmendes Thema, weil so oder so, ob F9 fusioniert wird, fuckt man halt andere Server ab und gefährdet dann damit auf den anderen Servern Langzeitspieler. Wenn F9 nicht fusioniert wird, ist F9 den Untergang geweiht und dann werden hier auf dem Server auch sehr viele dann quitten. Deswegen muss eine andere Lösung her und ich fand den Ansatz gar nicht so verkehrt. Deswegen wollte ich euch das Ganze nur noch mal zeigen, dass es dazu ein paar kleine Neuigkeiten gibt und das Ganze nicht totgeschwiegen wird oder so, weil die Community da schon ihren Mund aufmacht. Das muss man einfach so sagen. Also da lässt sich die SF-Community nicht lumpen und das finde ich auch sehr gut und da mache ich auf jeden Fall auch mit. Deswegen, war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Schöne Pfingsten. Ein schönes, langes Wochenende wünsche ich euch. Wir sehen uns ansonsten
morgen am Freitag im Livestream. 15 Uhr bin ich live, um 16 Uhr geht's los und dann starten wir mit dem 8 Stunden Shakes and Fidget Stream. Also wir sind morgen von 15 bis 0 Uhr live und werden dann hier unser Turnier, unser kleines Vorturnier sozusagen hier dann bewältigen. Deswegen, wer das verpasst haben sollte, worum es geht hier in dem Video, schaut sich einfach das Video vom Montag an. Ich brauche eure Hilfe, heißt das. Und ist da dann auch nochmal informiert für morgen dann. Ne? Das war's aber soweit von mir. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.